Wir waren einen Monat lang auf den Philippinen unterwegs, haben viele Wasserfälle, viele Strände und sogar Schildkröten gesehen. Außerdem haben wir die El Nido Expedition und die Balabac Tour gemacht. Und welche Tour von den beiden ihr nicht verpassen solltet, erfahrt ihr in diesem Video. In diesem Video vergleichen wir die El Nido Expedition mit der Balabac Tour. Und dabei handelt es sich ausschließlich um unsere Erfahrungen, wie wir die Touren erlebt haben. Wir vergleichen Fakten, Organisation, Essen, Unterkunft und die jeweiligen Stopps der Touren miteinander. Und danach gibt es noch ein Fazit. Fangen wir an mit den wichtigsten Fakten. Die El Nido Expedition ging über 3 Tage und 2 Nächte. Hat 17.000 philippinische Pesos gekostet, was umgerechnet ungefähr 275 Euro sind. Gebucht haben wir die bei Seaquest. Die Balabac Tour ging über 4 Tage und 3 Nächte und hat 15.500 Pesos pro Person gekostet. Das sind umgerechnet ungefähr 250 Euro. Gebucht haben wir die Tour über Lagoon Adventure. Kommen wir nun zu der Organisation der beiden Touren. Bei der El Nido Expedition gibt es 2 Möglichkeiten. Man kann von El Nido nach Coron fahren oder von Coron nach El Nido. Wir sind in Coron gestartet. Am Tag der Tour haben wir uns um 8 Uhr getroffen und sind aufs Boot gegangen. Die Gruppengröße waren ungefähr 20 Personen, plus die Mannschaft und unsere 2 englischsprachigen Guides. Das Boot war recht groß. Trotz der 20 Leute konnte man sich recht gut aus den Füßen gehen. Oben auf dem Deck gab es sogar Hängematten, in denen man sich entspannen konnte. Außerdem gab es auch ein Klo auf dem Boot. Vom Organisator war es gewünscht, dass man sich einen Daypack packt. Das heißt, die wichtigsten Sachen, die man braucht, in einen kleinen Rucksack, weil die großen Rucksäcke oder Koffer auf dem Boot verstaut wurden und man dort nur im Notfall dran kam. Die Balabac Tour startet in Puerto Princesa. Wir mussten um 2.30 Uhr nachts aufstehen und wurden dann gegen 3 Uhr morgens vom Van abgeholt und sind erstmal 6 Stunden in den Süden von Palawan gefahren. Angekommen am Hafen sind wir dann in ein Speedboot umgestiegen, welches uns dann zu unserem Basiscamp gebracht hat. Wir hatten einen englischsprachigen Guide und wir waren nur 10 Personen in unserer Gruppe. Das Boot für die Tagestouren war ein traditionell philippinisches Boot, was relativ klein war, es gab auch keine Toilette an Bord und es war auch relativ laut auf dem Boot. Für die Balabac Tour würden wir auf jeden Fall einen Dryback empfehlen, weil man während der Fahrt auf dem Boot auch nass werden kann. Zur Tour konnte man sein komplettes Gepäck mitnehmen, was dann während den Tagestouren im Basiscamp verblieben ist. Vergleichen wir nun das Essen miteinander. Bei der El Nido Expedition gab es sowohl zum Frühstück, Mittagessen und Abendessen Buffet. Das Frühstücksbuffet war etwas kleiner mit Toast, Ei und Pancakes. Zum Mittagessen und Abendessen gab es immer sehr ähnliches Essen. Ein umfangreiches Buffet mit viel Gemüse, Reis, meistens Nudeln, veganen und vegetarischen Optionen, aber auch Fleisch und Fisch. Außerdem gab es sehr viel Obst. Getränke standen immer kostenlos zur Verfügung. Es gab Kaffee, ausreichend Wasser, wer hätte es gedacht, Saft, Softdrinks und abends gab es auch alkoholische Getränke. Das Frühstück bei der Balabac Tour war vorportioniert und so gab es zum Beispiel einen Tag ein traditionell philippinisches Frühstück mit Reis und Gemüse und am letzten Tag der Tour gab es leider nur Toast mit Ei und für uns als Veganer gab es 4 Scheiben Toast. Zum Mittagessen und zum Abend gab es auch Buffet, was aber im Vergleich zu der anderen Tour kleiner war und es gab auch nur eine Gemüseauswahl. Und es gab nur zum Mittagessen Obst, leider nicht zum Abendessen. Aber auf Anfrage vieler Gäste gab es dann am Ende der Tour auch viel Obst und Gemüse. Als Getränke waren in der Tour Kaffee und Wasser inkludiert. Wow. Wer Softdrinks oder Alkohol trinken wollte, musste in den Inselshop gehen und sich selbst kaufen. Kommen wir nun zu den Unterkünften. Die El Nido Expedition ist so konzipiert, dass wir zwischen Coron und El Nido 2 verschiedene Camps angesteuert haben. Übernachtet haben wir in Cabañas, das sind kleine Holzhütten, ausgestattet mit Matratze und Moskitonetz. Die sanitären Einrichtungen des Camps sind so, wie wir es schon aus anderen Teilen Asiens gewohnt sind. Die Duschen mit eher wenig Wasserdruck und auf den Toiletten gab es nur Stopfkellen zum Spülen. Aber dafür gab es ausreichend Klopapier und bei dem zweiten Camp gab es sogar Toiletten mit Spülungen. Außerdem gab es bei dem zweiten Camp auch einen kleinen Inselshop. In beiden Camps gab es jeden Abend Karaoke und ausreichend alkoholische Getränke. Ansonsten konnte man leider nicht viel machen. Wer kein Partyhase ist, bleibt hier ein bisschen auf der Strecke.
Bei der Balabak-Tour haben wir jede Nacht in dem gleichen Camp geschlafen. Übernachtet haben wir in Zelten. Die Toiletten und Duschen sind leider nur mit Schöpfkellen ausgestattet. Duschen ist hier also etwas schwieriger. Wenn man zu zweit ist, kann man sich dann gut gegenseitig helfen. Auf der Insel gab es einen Inselshop und man konnte immer Volleyball spielen. Außerdem war es ganz schön, dass man noch einmal um die Insel spazieren konnte. Kommen wir nun zu dem interessantesten Teil, den es zu vergleichen gilt. Die Stopps. Was hat man eigentlich während der Tour gesehen und erlebt? Bei der El Nido Expedition gab es ein breit aufgefächertes Programm. Wir waren mehrmals am Tag schnorcheln, unter anderem an schönen Riffs oder auch bei Wracks, die von der Natur zurückerobert waren und malerisch aussahen. Außerdem haben wir kleine Inseln besucht, auf denen wir zum Beispiel Volleyball gespielt haben oder einfach nur am Strand spaziert sind. Einmal waren wir sogar Klippenspringen. Bei den jeweiligen Stopps hatte man nicht allzu viel Zeit, die Orte zu erkunden. Circa zwischen 30 und 45 Minuten, weil es wichtig war, dass wir jeden Tag Strecke machen. Da man während der Expedition eine große Distanz zurücklegt, ist die Tour sehr abhängig von der Wetterlage. Die Tage wurden jeden Tag spontan geplant und das Erlebnis kann sehr unterschiedlich ausfallen. Zum Beispiel war für uns beim letzten Tag Schildkrötenschnorcheln angesagt. Doch aufgrund der schlechten Wetterlage mussten wir ohne Umwege zurück nach El Nido fahren. Die Strände der Balabak-Tour waren wie erwartet traumhaft schön. Es wird nicht ohne Grund die Malediven der Philippinen genannt. Es gab traumhafte Strände, Sandbänke mit Seesternen. Außerdem waren wir auch schnorcheln, wobei wir unzählige Schildkröten und riesige Muscheln gesehen haben. Das Highlight der Tour war definitiv Onok Island. Onok Island ist eine paradiesische Insel mit weißen Stränden und türkisem Wasser. Die Stopps der Tour waren definitiv paradiesisch schön und für alle, die das perfekte Instagram-Foto machen wollen, gut geeignet. Pro Stopp hatte man immer genügend Zeit, ungefähr 1 bis 3 Stunden. Und das Mittagessen gab es auch jeweils auf den Inseln. Mit dem Boot fährt man immer nur von Stopp zu Stopp. Das Boot ist sozusagen nur für den Transport gedacht. Teilweise fährt man auch weite Strecken und verbringt so auch mal 2 Stunden auf dem Boot. Abends fährt man dann immer wieder zurück ins Basiscamp, um dort zu übernachten. Kommen wir nun zu dem Fazit und den jeweiligen Gewinnern der Kategorien. Bei den Fakten liegt bei uns die Balabak-Tour vorne, denn sie ist günstiger und länger als die El Nido-Tour. Außerdem ist die Gruppengröße kleiner. Bei der Organisation hat uns die El Nido Tour mehr überzeugt, denn sie war durchweg gut geplant. Trotz der dynamischen Wetterlage hatten wir ein tolles Erlebnis. Obwohl die Gruppengröße 20 Personen betrug, ist auf dem großen Boot genug Freiraum für alle und man konnte sich gut aus dem Weg gehen. Abgesehen davon hat es sich für mich wie eine tolle Klassenfahrt angefühlt. Aber nicht nur bei der Organisation lag El Nido vorne, sondern auch beim Essen und bei der Unterkunft. Beim Essen gab es immer ein reiches Buffet mit viel Auswahl. Außerdem standen den ganzen Tag verschiedenste Getränke zur Verfügung. Die Unterkünfte haben uns persönlich besser gefallen und der Standard in Toiletten und Duschen war höher. Bei den Stopps kann die El Nido Tour mit der Balabak-Tour leider nicht mithalten. Hier haben die paradiesischen Strände und Inseln überzeugt und es kommt definitiv Malediven-Feeling auf. Damit ist die El Nido Expedition der Testsieger von Hans and Isa Around the World und liegt knapp vor der Balabak-Tour. Wir können beide Touren empfehlen. Wenn ihr Zeit habt, macht auf jeden Fall beide Touren. Wer weniger Zeit hat, da würden wir auf jeden Fall die El Nido Expedition empfehlen, da diese sowieso auf der Reiseroute liegt zwischen Coron und El Nido. Außerdem kommt hier ein großes Abenteuerfeeling drauf. Wer mehr Wert auf Strände, Sandbänke und schöne Fotos legt, zudem passt die Balabak-Tour besser. Außerdem ist die Balabak-Tour im Vergleich zur El Nido-Tour etwas entspannter. Vielen Dank, dass ihr uns zugeschaut habt. Wenn ihr noch mehr über die Touren wissen wollt, kommt ihr hier zu den Vlogs von der El Nido Expedition. Soll ich auch noch was sagen? Ja, und dann musst du sagen, und hier zu den Vlogs von der Balabak Tour. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.